Ich erinnere mich noch genau an mein Auslandssemester in Göttingen. Ein anderer Ausländer meinte zu mir, dein Akzent ist so schlimm, du solltest nie wieder Deutsch sprechen. Ja, das hat mich geschockt und ehrlich gesagt auch verletzt. Aber damals wusste ich nicht, dass dieser Moment wirklich alles verändern würde. Ich habe lange versucht, nie wieder vor anderen Deutsch zu sprechen. Habt ihr auch so einen Moment gehabt, wo ihr fast aufgegeben hättet? Naja, stattdessen habe ich stundenlang vorm Spiegel geübt. Zungenbrecher und Ausspracheübungen und es hat sich gelohnt. Heute lebe ich fast komplett auf Deutsch, spreche Deutsch mit meinem deutschen Partner, unterrichte und helfe Menschen dabei, Deutsch selbstbewusst zu nutzen. Aber der Weg war nicht geradeaus. Ich wünschte, mir wäre das nicht passiert und dass ich mein Deutsch aus Interesse und Selbstbewusstsein hätte verbessern können. Mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, genau das zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hier bist. Ich dachte, es wäre eine gute Zeit, mich nochmal vorzustellen. Wer ich bin, wie ich Deutsch gelernt habe und warum ich angefangen habe, Menschen beim Deutschlernen zu unterstützen. Auf diesem Kanal geht es darum, euer Deutsch zu verbessern, Selbstbewusstsein zu gewinnen und einfach Spaß an der Sprache zu haben. Mein Weg war ein bisschen verrückt. Ich habe erstmal 5 Semester Maschinenbau studiert, weil ich schon immer Mathe und Physik spannend fand. Aber das war nicht genug für mich. Ich wollte mit Menschen arbeiten, ihnen helfen. Aber ich wusste noch nicht wie. Nebenbei habe ich Nachhilfe gegeben in Mathe und Physik, aber auch in Deutsch. Und da habe ich meine Leidenschaft entdeckt, dafür eben anderen etwas Spannendes beizubringen. In meinen Nachhilfestunden habe ich gemerkt, dass Sprache mehr als Grammatik und Regeln ist. Es geht darum, die Kultur und die Menschen wirklich kennenzulernen. Genau das fand ich so spannend. Also habe ich den Studiengang gewechselt. Abgeschlossen habe ich dann im Endeffekt Deutsch im Hauptfach und Mathe im Nebenfach. Um das rechtzeitig zu schaffen, musste ich erstmal nach Deutschland. Hier kann man ja viel mehr Kurse auf Deutsch in einem Semester belegen als in meiner Heimat. Damals war mein Deutsch aber noch alles andere als super, sagen wir mal so. Genau deshalb hat dieser Freund etwas so Fieses gesagt. Wenn er mich jetzt nur sehen könnte. Naja, ich wusste, ich war direkt nach dem Bachelorabschluss noch nicht bereit, komplett auf Deutsch zu studieren. Ich war so vielleicht B2, aber ziemlich verunsichert. Trotzdem war es mein Ziel, in Deutschland auf Deutsch zu studieren. Ich dachte, okay, ich nehme mir ein Jahr, um richtig Deutsch zu lernen. Aber ich wollte auch die Kultur besser kennenlernen und nicht allzu viel Geld ausgeben, da ich gar nicht so viel hatte. Deswegen habe ich 2019, einen Monat nach meinem Abschluss, ein Au-pair-Jahr angefangen. Ehrlich gesagt war das eine schwierige Zeit. Ich fand es schwierig, in einer fremden Familie zu wohnen und habe mich ein bisschen ausbeuten lassen. Das ist bei Au-pair oft der Fall. Es gab oft Tage, da wollte ich alles hinschmeißen. Ich war müde, überfordert, aber trotzdem wusste ich, wenn ich jetzt aufgebe, war alles umsonst. Also habe ich weitergemacht. Vielleicht spreche ich mal bald in einem ganzen Video über das Thema Au-pair sein und gebe euch ein paar Tipps. Also schreibt gerne in die Kommentare, falls euch das interessieren würde. Es gab aber auch einiges Gutes an dem Jahr in Düsseldorf als Au-pair. Dort habe ich wöchentlich eine alte Dame im Altenheim besucht. Das war einfach ehrenamtlich, da sie ein bisschen einsam war. Aber ich denke, ich habe mindestens genauso viel davon gehabt wie sie.
Sie konnte nur Deutsch und ich musste laut und deutlich sprechen, um von ihr verstanden zu werden. Ich durfte ihr Gedichte vorlesen und mich korrigieren lassen. Das hat mich sprachlich unglaublich weitergebracht und war eine so schöne Erfahrung. Danach habe ich immer Notizen gemacht mit den neuen Wörtern, die ich vorher nicht kannte und mit den Wörtern, die ich eben falsch ausgesprochen habe, sodass ich genau diese Wörter später üben könnte. Ich habe am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, viel Zeit in der Bücherei verbracht, um Test-Stuff, Vorbereitungsbücher und Grammatikbücher durchzuarbeiten. Und abends bin ich zu Sprachstammtischen gegangen und habe mich mit Tandempartnern getroffen. Auch wenn ich am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen musste, um Frühstück für die ganze Familie zu machen. Und wenn ich mein Gastkind zu Hockey gebracht habe, habe ich meine Karteikarten geübt und Podcasts gehört. Au-pair zu sein während der Pandemie war nicht einfach. Besonders als die Schulen geschlossen haben und die Kinder den ganzen Tag bei mir waren. Ich habe mein Ziel, in Deutschland zu studieren und fließend Deutsch zu sprechen, nie aus den Augen verloren. Aber ich wusste, ich musste den Test-Stuff bestehen, um in Deutschland auf Deutsch studieren zu können. Und ganz ehrlich, das Lernen war eine super Ablenkung, als der Alltag stressiger wurde und die Angst um Corona größer wurde. Und leider wurde der Test-Stuff 2-3 Mal verschoben, weil so viele Prüflinge sich nicht in einem Raum aufhalten durften. In der letzten Woche von meinem Au-pair-Jahr hatte ich endlich die Möglichkeit, den Test-Stuff zu schreiben. Die Prüfer waren ziemlich beeindruckt und haben mich sogar am Ende gefragt, ob ich nicht doch einen deutschen Elternteil hätte. Das war ein gutes Gefühl. Trotzdem musste ich auf die Ergebnisse warten, um zu wissen, ob ich wirklich im kommenden Semester studieren könnte. Und 8 Wochen später kamen die Ergebnisse. Ich war zu Hause und hatte meine Mutter besucht. Wir waren im Supermarkt, als die Mail ankam. Und ich weiß noch, wie ich gezittert habe, als ich das PDF aufgemacht habe. Und da stand, bestanden. Und an genau dem Tag habe ich Deutsch mit Chris auf Instagram gestartet. Der erste Name war tatsächlich Test-Stuff Chris. Aber irgendwann wollte ich doch allgemeiner posten und ich dachte, Test-Stuff als Name ist bestimmt geschützt. Naja, was ich aus dem Ganzen gelernt habe. Sprachen lernt man nicht nur im Unterricht und in Grammatikbüchern. Laufgruppen, Bouldertreffen oder ehrenamtliches Engagement können dir so viel bringen. Da geht es nicht darum, perfekt zu sprechen, sondern darum, verstanden zu werden, Spaß zu haben und Teil einer Community zu sein. Genau dieses Prinzip wende ich auch heute in meinem Unterricht an. Ich habe mich danach weiterentwickelt. Ich habe meinen Master in Linguistik im Kontext gemacht, mit Fokus auf Sprachdidaktik, kognitive Grundlagen des Spracherwerbs und Deutsch als Fremdsprache. Meine Masterarbeit drehte sich um Code-Switching, wie mehrsprachige Menschen zwischen ihre Sprachen wechseln. Seitdem unterrichte ich an Sprachzentren und Universitäten, vor allem in der Prüfungsvorbereitung, weil es mir Spaß macht, Lernenden zu zeigen, was sie erreichen können, wenn sie eben am Ball bleiben. Nebenbei bin ich auch sportlich unterwegs. Ich trainiere für einen Hauptmarathon und letztes Jahr bin ich das S25-Rennen gelaufen, also 25 Kilometer. Ich bodere gern und gehe auch mindestens einmal pro Woche ins Fitnessstudio. Und beim Sport merkt man genau das Gleiche wie beim Sprachenlernen. Man kann nicht einfach 10 Stunden am Tag alles machen und dann einen Monat warten, bis man wieder etwas dafür macht.
das bringt nichts. Es ist die Regelmäßigkeit, die zählt. Es geht um Routine, dranbleiben, kleine Schritte, auch wenn man mal krank ist oder keinen Bock hat. Klar, Pausen sind okay, aber nicht zu häufig und nicht zu lang. Einfach immer zurückkommen und dann wird's klappen. Ich habe auch andere Hobbys außerhalb von Sport. Ich spiele gerne Brettspiele und lerne weitere Sprachen, auch wenn ich bei keiner Sprache außerhalb von Deutsch richtig fließend geworden bin. Spreche also Polnisch, Italienisch und Französisch auf A1-Niveau und Mandarin auf A2-Niveau. Oder besser gesagt, ich habe das mal. Wenn man nicht dran bleibt, dann verlernt man schon viel. Und ja, manchmal bin ich auch unsicher beim Deutschsprechen. Dieses Gefühl kommt noch aus meiner Göttingen-Zeit. Aber ich habe etwas dazugelernt. Es ist okay, Fehler zu machen. Genau diese Fehler, das Üben vor dem Spiegel, das Lesen für andere Menschen, das alles bringt dich weiter. Meine ganzen Übungen haben sich ausgezahlt. 2025 habe ich das Goethe-Zertifikat C2 geschrieben und bestanden. Beim Sprechen habe ich sogar 100% erreicht. Also das finde ich immer noch richtig krass. Ich kann es kaum glauben, wirklich. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr so ein Ergebnis erreicht, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Wenn du gerade Deutsch lernst, bist du nicht alleine. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass du es schaffen kannst. Mein Ziel mit Deutsch mit Chris ist es, euch zu motivieren, dran zu bleiben, euer Selbstbewusstsein zu stärken und Deutsch zu entdecken, wie ich es entdeckt habe. Du musst die Sprache nicht lieben, wie ich das tue, aber ich hoffe, du kannst die Sprache ein bisschen besser verstehen. Und vielleicht kommt dabei ein bisschen Liebe raus. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr wisst, dass Fehler kein Problem sind. Sie sind Teil des Lernprozesses. Fehler sollten Teil deiner Routine werden, denn deine Routine ist dein bestes Werkzeug. Deutsch mit Chris kann aber auch eins deiner Werkzeuge sein. Hier teile ich Tipps, meine eigenen Geschichten sowie kleine Tricks wie Zungenbrecher und alles, was euch helfen könnte, euer Deutsch zu verbessern. Und besonders, um einfach selbstbewusst Deutsch zu sprechen. Und wenn ihr Lust habt, gemeinsam Deutsch zu lernen, Spaß zu haben und dabei Schritt für Schritt besser zu werden, dann abonniert den Kanal. Schaut euch dieses Video an und vielleicht sehen wir uns sogar bei einem meiner Kurse in Zukunft. Ich freue mich auf die Reise und glaubt mir, wenn ich das geschafft habe, dann könnt ihr das auch. Also bis bald. Tschüss.